Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Türkei aktuell. Heute sind wir zusammen mit Düzgün Altun, geschäftsführender Vorstandsmitglied von der Föderation der Demokratischen Arbeiterinnenvereine Deutschland. Ich möchte dich herzlich begrüßen, lieber Düzgün. Herzlich willkommen. Hallo Zeynep, Dankeschön. Düzgün, wir werden heute über das Erdbeben sprechen, also insofern, dass wir über die letzte Situation, also die gegenwärtige Situation der Betroffenen vor Ort ein Gespräch führen möchten, weil das Land befindet sich aktuell in einem sehr intensiven Wahlkampf. Es redet kaum jemand mehr über die Folgen und Auswirkungen des Erdbebens in der Region auf die Betroffenen, wo also offiziellen Zahlen zufolge um die 50.000 Menschen um ihr Leben gekommen sind. Du warst bei der ersten Delegation, die gleich in den ersten Tagen nach dem Erdbeben vor Ort gewesen ist, und ihr habt dort schon mal eure ersten Eindrücke über die Lage damals gemacht. Beginnen wir vielleicht kurz damit, dass du uns mal schilderst, was damals die Eckpunkte oder die ersten Eindrücke von eurer Präsenz dort gewesen ist. Was ist ins Auge gesprungen? Ja, genau. Also wir haben ja am 6. Februar früh morgens von einem Erdbeben erfahren, und ganz früh haben wir uns auch gleich hier die Kommunikation aufgebaut mit der Türkei. Was ist da passiert, was kann man machen, wie ist die Lage dort, und haben uns auch schnell dazu entschieden, sofort zu handeln. Zuerst einmal von hier aus so eine Solidaritätskampagne zu starten, die nötigsten Bedürfnisse halt erstmal versuchen da zu finden und dort auch hinzubringen. Und nachdem wir auch gehört haben, dass viele Sachen, die von Europa, von hier aus organisiert worden sind, seien es Güter, also ganz konkrete Sachen, die die Menschen vor Ort gebraucht haben, oder auch finanzielle Hilfe, dass die nicht über die Regierungswege dann da kaum ankommen. Und deswegen haben wir uns schnell entschieden, da man kann auch sagen, so einen Vortrupp da erstmal dahin zu schicken, um uns dann so einen Eindruck davon zu machen, wie es dort aussieht. Ja, und wir haben uns natürlich informiert, wo kann man hin, was wollen wir machen dort, und auch kommuniziert mit den mit den Kolleginnen und Kollegen in der Türkei, und sind direkt also es war der 20., glaube ich, war 21., also 2 Wochen eigentlich nach dem Beben, nach Antep geflogen, mit der Vorsitzenden der DITIB Deutschland und einer Kollegin von der Bundesverband der Migrantinnen. Und sind nach Antep geflogen, schon während des Fluges. Man fliegt so über Maraş hinweg nach Antep, und da kannst du dir vorstellen, dass eigentlich das ganze Flugzeug auf einmal so nach links geschwenkt. Alle haben nach unten geguckt und diesen Ausmaß der Zerstörung da gesehen. Als wir das gesehen haben, als wir dann über Maraş flogen, da haben wir gedacht, oh weia, das sieht nicht gut aus. Also die Bilder, die wir von hier aus davor gesehen haben, haben sich bestätigt. Wir sind dann in Antep angekommen, sind direkt zum Naht Kulturverein gegangen, wo auch sozusagen eine Hilfszentrale, Solidaritätshilfezentrale dort in relativ Stadtmitte Antep aufgebaut ist. Oder die besteht ja schon, das Kulturhaus besteht da ja schon. Da waren sehr viele Leute, die trotz 2 Wochen danach, also viele junge Menschen, Frauen, auch beschäftigte Arbeiter, die in Antep vor allem in der Textilbranche tätig sind, war ein sehr lebendig, das Ganze. Da waren bis in die Nacht sehr viele Leute immer dort. Einige haben was abgeholt, andere haben die Sachen, die sie verteilen wollten, ob das jetzt
zum Essen, zum Trinken oder auch Kleidung und so weiter in die Autos gepackt und versucht, die Menschen zu erreichen, die das Nötigste immer noch, nach 2 Wochen immer noch gebraucht haben. Und uns ist auch aufgefallen dort, dass auch zu dem Zentrum viele Menschen, vor allem aber auch Geflüchtete aus Syrien kamen. Man muss sagen, Antep ist eine Stadt mit 2 Millionen Einwohnern circa. Und von diesen 2 Millionen sind über 500.000 Geflüchtete. Und da ist die Spannung ja schon vorgeprogrammiert im Grunde genommen, weil diese Menschen ja, man muss das auch so sagen, auch ausgegrenzt werden, immer noch. Und die sind natürlich froh für jede Hilfe, die sie bekommen. Und deswegen ist diese Anlaufstelle des Kulturzentrums sehr wichtig für die gewesen. Viele junge Menschen haben, also das Zentrum hat nicht nur dort, wo die sitzen, ihre Solidarität, also diese Kampagne, Spende und Solidaritätskampagne organisiert, sondern sind in 12 sozusagen nahe Regionen, oder man kann ja auch vielleicht aus unserem Verständnis heraus auch sagen, Stadtteile verteilt, weil viele konnten da gar nicht hinkommen und die wissen auch gar nicht, wo sie hingehen sollen. Und es ist ja mittlerweile schon bekannt, dass die staatliche Hilfe daher immer noch eigentlich nach 2 Monaten ja immer noch nicht so richtig angekommen ist. Aber zu der Zeit war das noch schlimmer. Also dass die Leute wussten nicht, wie sie jetzt den nächsten Tag bewältigen sollen. Und da waren die sehr froh, dass diese Autos, diese Hilfswegen sozusagen in diese Stadtteile gefahren sind. Ja, Antep Stadtmitte war, muss man angesichts der Lage sagen, nicht so schlimm. Da sind auch, was haben die Kollegen gesagt, an die 600 Häuser oder so zerstört worden. Aber da haben wir noch gedacht, oh ja, das geht noch. Nachdem wir dieses Bild von Maraş vom Flugzeug aus gesehen haben, haben wir gedacht, das ist ja noch vielleicht mehr oder weniger, man das so sagen kann, zu ertragen. Aber in den ländlichen Gebieten, in Randgebieten ist die Lage natürlich viel schlimmer gewesen. Genau. An dem Tag sind wir dort geblieben. Wir haben in Antep sind wir dann noch als Delegation in so Zeltunterkünfte gegangen, haben sehen müssen, wie 20 oder 22 Personen, ich sag mal vielleicht 5 mal 3 Quadratmeter, also in 15 Quadratmeter Zelte untergebracht worden sind. Wir haben gesehen, dass zum Beispiel öffentliche Räume, öffentliche Plätze gar nicht besetzt waren. Da haben wir gefragt, was ist denn das? Also wenn viele Menschen, also man muss immer davon ausgehen, es sind sehr stark beschädigte Wohnungen oder Häuser und mittel- und leicht beschädigte Wohnungen. Und die Menschen viele haben Angst gehabt, in diese mittel- oder leicht beschädigte Wohnung auch reinzugehen, weil die Nachbeben und so weiter macht natürlich Angst, und die Leute suchen Bleibemöglichkeiten draußen, soweit es geht. Und nachdem wir gesehen haben, diese ganzen öffentlichen Plätze und Räume, da war nicht viel zu sehen, haben wir gefragt, was ist denn das? Warum werden hier keine Zelte aufgebaut und so weiter? Und dann hieß es, dass die Regierung das noch nicht erlaubt hätte, weil sie die Angst hatte, halt die Kontrolle nicht beibehalten zu können. Und die Menschen haben dann durch die Hilfe außerhalb der Stadt versucht, halt Zelte zu finden und Unterkünfte zu finden. Genau, und am nächsten Tag sind wir dann nach Malatya gefahren, und
Malatya liegt also dazwischen, also zwischen Antep und Malatya fährt man durch Marasch, und da haben wir auch mal zwischendurch Halt gemacht und haben das Ausmaß dort gesehen, und ich muss sagen, also die Gegend Marasch war ja das Epizentrum überhaupt. Da war die Zerstörung besonders stark, und also dieses Traumata, die Menschen waren so an Seitenstraßen, also an den Straßen, und haben einfach vor sich hingeguckt und sind hin und her gegangen, und also da haben wir gesagt, hier wird es besonders schwer sein, das Ganze aufzubauen, mal davon abgesehen, welche Nachfolgen, welche Konsequenzen, was das Traumabewältigung angeht, was Gesundheit und so weiter angeht, das noch viel länger dauern wird. Und dann sind wir nach Malatya gefahren, in Malatya auch in so einem stark Erdbeben betroffenes Gebiet, also ein Stadtteil von Malatya. Da sind wir zufälligerweise auch da war ein Treffen von der MF-Partei organisierte Versammlung, wo die Menschen, die direkt betroffen waren, dahin gekommen sind und haben ihre Sorgen und Probleme und Forderungen und auch Auswege gesucht, und da zusammen mit der Partei und Birtek-Sen der unabhängigen Gewerkschaft diskutiert und haben nach Hilfe gesucht, geschrien sozusagen. Ich sag mal jetzt 150 Menschen oder so. War sehr lebendig, und das, was wir da auch gehört und gesehen haben, war auch, dass die Menschen auch gesagt haben, wie kann es angehen? Also, dass der Staat, dass die Regierung, dass die verantwortlichen Institutionen immer noch nicht helfen können. So. Aber wenn ihr nicht hier wärt, was hätten wir hier gemacht? Was hätten unsere Kinder gemacht? Und da waren Frauen zum Beispiel, die erzählt haben, welche Krankheiten sie haben, und das vor allem auf Frauengesundheit und deren Probleme, konkrete frauenspezifischen Probleme, Krankheiten gar nicht geachtet wird. Und dass die Kinder einfach auf der Straße leben die ganze Zeit. Naja, also das war alles zwar sehr erdrückend, andererseits aber auch so, wenn die dann erzählt haben, wie viel auch Unterstützung, Solidarität sie von außen erreicht hat, auch einerseits so, ich sag mal jetzt Hoffnungsschimmer, wo die da gesagt haben, wir erwarten nichts mehr von der Regierung oder von den regionalen Regierungsinstitutionen, sondern wie können wir uns besser zusammenschließen. Das war eigentlich die Essenz des Treffens da in Malatya. Und da wurde auch sehr schnell konkrete Organisationspläne gemacht. Da an der Straße werden diese Kollegen helfen, auf der anderen Seite, auf der anderen Straße, so aufgeteilt, Aufgabenteilung sozusagen. Und also die paar Stunden, die wir da waren, hatte so seine zwei Seiten. Einerseits sehr, wie gesagt, eine Situation, die schwer zu überblicken ist. Andererseits trotzdem noch viel Hoffnung und viel, diese Solidarität hat man da auch gespürt, die von außen kam. Da waren auch, muss ich sagen, auch sehr viele junge Leute, die sehr aktiv waren. Viele waren auch außerhalb, aus Istanbul, Ankara, Studierende und so weiter. Und auch die Frauenorganisation, also ich sag mal jetzt, Initiative Brot und Rosen waren da auch die waren da sehr aktiv. Und das ist eigentlich im Grunde genommen auch in Malatya ein Abschnitt dessen gewesen, was wir gesehen haben. Aber das Ganze könnte ich jetzt nicht so wiedergeben, aber war schon sehr wichtig. Und genau, am nächsten Tag sind wir dann weiter nach Iskenderun gefahren. Da ist eine Zeltstadt aufgebaut gewesen, wo auch wieder Birtek-Sen, Gewerkschaften, Frauenorganisationen, Partei der Arbeit und auch andere außerstaatliche Institutionen eigentlich dieses
diese Zeltstadt, sage ich mal, so mitten in der Stadt aufgebaut haben. Und auch AFAD, die staatliche, wie heißen die? Katastrophenschutzbehörde. Katastrophenschutz, ja. Ja, die waren zwar auch da, aber wir haben da mit sehr vielen Leuten sprechen können, die immer gesagt haben, ja, wir haben bisher immer die AKP gewählt und waren immer hoffnungsvoll, oder die Erwartung hatten wir immer, dass wir bestimmt Hilfe kriegen, aber nach 2 Wochen, wie gesagt, wir waren erst nach 2 Wochen da, ist immer noch nicht so richtig angekommen. Ganz im Gegenteil, es gab Leute, die waren richtig wütend, weil die AFAD bestimmte Hilfsaktivitäten verhindert hatte. Also Zelte oder Sachen, die da ankamen, haben wir beschlagnahmt und so weiter und so fort. Da waren, ich glaube, an dem Platz waren so 1200, 1500 Menschen. Und da haben wir gesehen, Narsanat hilft auch dort, also diese Zentrale aus Antep hilft auch nach Iskenderun, bringt auch nach Iskenderun die Hilfe. Das ist eigentlich so ein Informationszentrum, Fragezentrum, bestimmte Dinge wurden immer aus diesem Zelt, wo diese ganzen Hilfen einkamen, koordiniert wurden, auch gelöst. Ja, und es ist ja auch mittlerweile bekannt geworden, dass, ich glaube, 2, 3 Tage nachdem wir zurück waren, hat die AFAD, also die Katastrophenschutzbehörde, staatliche Katastrophenschutzbehörde, genau, ich sehe jetzt gerade Bilder, diese Zeltstadt dann auch aufgelöst hat und auch diese ganzen Spendensachen, all das Ganze, was dort organisiert wurde, beschlagnahmt hat. Und da sieht man, dass der Regierung völlig egal ist, was danach da passiert. Und wir haben jetzt in den letzten Tagen nochmal, als wir da mit denen gesprochen haben, gehört, dass da immer noch sehr große Not herrscht. Also wir erzählen hier den Menschen, wie das, also den interessierten Mitmenschen hier, wie das tatsächlich so ist, dass die Regierung und Regierungsbehörden und Handlanger die Hilfe, die von allen Seiten, nicht nur im Land, sondern auch international an die Betroffenen gelangen möchte, durch eben diese Regierungsakteure und Akteurinnen verhindert werden, dass die Hilfeleistungen blockiert und gehemmt werden. Das ist, glaube ich, das Markanteste, was in der Erinnerung von sehr vielen Betroffenen oder beziehungsweise von den Menschen in der Region fest hängen bleiben wird, nämlich, dass man gleich in den ersten Tagen, wo zum Beispiel mit den LKWs und Autos diese Hilfe in die Erdbebenregion gebracht werden wollte, dass diese LKWs zum Beispiel gestoppt wurden durch Polizei und Regierungsleute und dass man diese Hilfe sozusagen beschlagnahmt hat und dass man auf diese LKWs zum Beispiel AKP, weiß ich nicht, lokale oder kommunale oder Gemeindeebene Politik Transpis zum Beispiel geklebt worden sind und erst dann hat man Videos gemacht und Fotos gemacht für Social Media, von wegen die Regierung würde sofort unterstützen und dann erst hat man diese LKWs durchfahren lassen. Das ist halt ein Teil der Geschichte. Ein anderer Teil der Geschichte, den hast du eben angeschnitten, dass man diese Zelte zum Beispiel beschlagnahmt hat. Also vor 2, 3 Wochen hat man zum Beispiel die Zelte, die von den Frauenorganisationen, unter anderem auch eben vom größten Frauennetwork im Land, Ekmek Begül, also Brot und Rosen, hat die Regierung einfach beschlagnahmt, verboten. Das Gleiche ist zum Beispiel gleich so 10 Tage nach dem Erdbeben passiert in Pazarcık, wurde eben das war, glaube ich, eine Schule oder eine öffentliche Einrichtung, wo die Alevitinnen, die Kurdinnen und NGOs, die tagelang schon dort Hilfe geleistet haben. Gleich am 10. Tag ist der Gouverneur gekommen und hat gesagt, so, Dankeschön, ihr könnt jetzt weggehen, jetzt machen wir hier weiter und so weiter und so fort. Das heißt, es haben sehr lange, der Staat, sage ich mal, hat sehr lange gefehlt. Und das ist etwas, was die Menschen stets gesagt haben. Dass die Delegation dann in der Region gewesen ist, hat diese ganzen Informationen, die wir vorwiegend aus der Social Media zum Beispiel erhalten haben oder von unseren Freundinnen vor Ort, die in der Politik, in der Gewerkschaft oder in den genannten Organisationen, die du zum Beispiel jetzt aufgelistet hast, aktiv und tätig sind, gehört haben, wurde von der DIDIF-Delegation auch noch einmal bestätigt, weil das waren die gleichen Bilder,
die ihr dort gesehen habt. Und auch deine Schilderungen jetzt bestätigen, dass die Situation eigentlich sehr asozial ist, eigentlich, was die Regierung dort auf die Bühne gebracht hat. Und diese Idee, dass die halt alles kontrollieren möchten, alles vereinnahmen möchten, wenn etwas gemacht wird, dann machen wir das und alles andere wird behindert und verhindert. Zum Beispiel, dass in den ersten Tagen es nicht möglich gewesen ist, dass das Militär sofort zum Beispiel für diese Katastrophenhilfe eingesetzt wurde, hat auch mit der Blockade der Regierung zum Beispiel zu tun. Das Militär hat tagelang auf einen Befehl vom Oberbefehlshaber Erdogan zum Beispiel gewartet, was eben nicht gekommen ist. Und das hat alles natürlich zigtausende Leben gekostet. Die Menschen sind nicht, und das haben wir auch mehrmals in unseren anderen vorherigen Türkei-Aktuell-Folgen auch zu schildern versucht, die Menschen sind nicht unmittelbar wegen dem Erdbeben ums Leben gekommen, sondern sie sind wegen Unterkühlung ums Leben gekommen. Sie sind wegen zu später Hilfe ums Leben gekommen. Die Menschen vor Ort waren tatsächlich auf ihre eigenen Schicksale überlassen. Der Staat war nicht dort. Und jetzt, um vielleicht auf die nächste Frage einen Schwenk zu machen, jetzt zum Beispiel ist man total auf den Wahlkampf konzentriert. Und wie geht es jetzt den Leuten? Also die Regierung dürfte oder der Staat oder die staatlichen Organisationen dürften nach wie vor nicht vor Ort sein. Bei den Menschen, die noch einmal von der Überschwemmung und Überflutung noch einmal einen Schlag ins Gesicht sozusagen bekommen haben. Welche Informationen gibt es von deiner Seite oder von eurer Seite dafür? Wie geht es den Menschen jetzt aktuell? Also auch nach 2 Monaten muss man sagen, sind eigentlich die Grundbedürfnisse, die notwendigen Sachen im Grunde genommen immer noch nicht sozusagen da. Angefangen von Bleibemöglichkeiten, Häuser, vor allem, du weißt ja auch was war das, vor einer Woche oder so 10 Tagen, gab es auch noch so diese Überschwemmungen, Regen und Überschwemmungen. Auch das hat nochmal richtig eingeschlagen da, weil du musst wissen, die Lage ist da sehr sensibel. Also jede kleine anormale Entwicklung, ja, ob Wetter, Regen oder andere Dinge, das schlägt 3-mal so auf die Menschen um. Ja? Die können das nicht mehr verkraften. Wie gesagt, also was besonders schlimm ist, muss man sagen, außer dass die Menschen immer noch keine ausreichende und menschenwürdige Wohnmöglichkeiten, sei das jetzt Container oder auch stabile Zelte, immer noch nicht haben, ist besonders schlimm. Also Wasserversorgung ist drastisch, Gesundheitsgrundversorgung funktioniert immer noch nicht, Elektrizitätsprobleme gibt es, die Menschen haben meistens öfters auch kein Strom. Auch als wir in Antep waren, hatten wir 2 Tage zwischendurch immer Strom weg. Das sind so Dinge, die, wenn die fehlen oder immer noch nicht da sind, das macht die Menschen immer noch wütend und versuchen natürlich andersweitig das Leid zu mildern. Und deswegen ist zum Beispiel, ich glaube, Adıyaman war das, ja, Adıyaman oder Antakya, das heißt, ich weiß jetzt nicht genau, aber das heißt so circa 60-70% der Menschen, die früher dort gelebt haben, sind einfach umgezogen. Also die versuchen jetzt irgendwo unterzukommen bei Familien, suchen sich andere Möglichkeiten. Allein das zeigt schon, dass die Menschen mittlerweile verzagen und sagen, das ist dort nicht mehr zu schaffen. Aber also die Probleme gehen weiter. Man muss es sagen. Also Beispiel Adıyaman war das, was Gesundheit anbetrifft. Ja. In Adıyaman sind, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, 120 durch das Erdbeben 120 oder mehr als 120 Menschen, die im Gesundheitssektor gearbeitet haben, Ärztin, Pfleger und so, die fehlen jetzt von heute auf morgen. Ja? Diese Lücke wurde nicht geschlossen. Das heißt, die Menschen werden ja durch das Wetter, also
nach dieser Regenwelle und Überschwemmung gab es wohl in einigen Regionen auch Krankheiten, die immer verbreitet haben. Aber es gibt keine adäquate Versorgung. Und wenn man diese Krankheiten, ich sag mal, nicht verhindert, dann verbreiten sie sich sehr schnell. Oder dass Menschen kein Wasser kriegen. Es gibt Berichte, dass oder nicht genügend zum Beispiel Kanalisationen, Toiletten und so weiter geben. Es gibt so Berichte, dass die, wie heißt diese Wasserwirtschaftsunternehmen, also einmal in der Woche mit so einem Tanker ankommt und da Wasser verteilt, aber einmal in der Woche. Also was sollen die damit machen? Die sagen, was sollen wir damit machen? Sollen wir uns waschen? Sollen wir kochen und so weiter und so fort? Auch das ist schon sehr schlimm. Und es gibt auch Berichte, dass beispielsweise Frauen, weil die nicht auf die Toiletten, also weil diese Sanitäranlagen fehlen, versuchen den ganzen Tag, vor allem Frauen, die haben diesen Bedarf, auch mehrmals auch sich zu pflegen und so weiter. Das haben alle Menschen, aber dass die dann versuchen, so wenig wie möglich Flüssigkeit zu trinken, damit die nicht öfters in die Toiletten auf die Toilette gehen müssen, ja, also im Freien halt. Ja, also das sind so Dinge, die sind menschenunwürdig, ja, die gehen weiter. Aber andererseits muss man natürlich sagen, all das Ganze hat natürlich das Bild was uns ja jahrelang gepredigt wurde, ne? Die große und mächtige Regierung und die große mächtige Türkei. Und das hat diese Situation, diese 2 Monate haben dieses Bild eigentlich auseinandergesprengt. Und das ist auch das, was jetzt die Regierung sozusagen fürchtet. Und deswegen versucht sie auch alles unter seiner Kontrolle in die eigene Kontrolle zu bringen. Schau mal, allein das, was die Trümmer angeht, ja. Es heißt, ich habe das irgendwo mal gelesen, wo das etwa 10 oder 100 Millionen Kubikmeter Trümmer hinterlassen haben soll, dieses Erdbeben in der Region. Wir sprechen von einer Region, also von einem Gebiet, was so groß ist wie Deutschland. Also in der Breite und im Ganzen. Und diese Trümmer, die werden irgendwo in Malaga ist das einfach verschüttet. Und die Menschen sagen, oder auch Wissenschaftler und die Menschen, die sich da auskennen, sagen, das geht nicht, dadurch bringt ihr Krankheiten, da muss alles ausgesondert werden, Asbest und Chemikalien und so weiter und so fort. Und aber das ist, also da sieht man diese unwillig auch vielleicht, aber auch diese Unfähigkeit dieser Regierung, bestimmte Dinge, ganz fundamentelle Dinge zu organisieren. Und also wie gesagt, alles, was jetzt was fehlt, und das wird ja immer mehr, weil die Menschen ja immer weiter dort leben müssen. Das sind so Dinge, die Menschen aufbringt und auch sozusagen die Sympathie für diese Regierung auch verliert. Aber wie gesagt, die Solidarität in der Türkei selber ist wirklich, muss man auch sagen, eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Also wenn man die lassen würde, also man möchte fast sagen, lasst einfach die Finger davon, geht einfach weg, lasst die Menschen selbst organisieren und die kriegen das besser hin als ihr, sozusagen. Und viele fragen sich natürlich auch, ich glaube, weiß ich nicht, wenn du es weißt, korrigiere mich, ich glaube, also in den letzten 20 Jahren wurden über 5 Milliarden Euro Erdbebensteuer eingesammelt. Und es heißt, jetzt durch diese ganze Solidaritätsaktion kamen so mehr als 1 Milliarde, nicht 5 Millionen, 5 Milliarden, Entschuldigung, 5 Milliarden Euro. 1 Milliarde soll noch dazugekommen sein, ich weiß es nicht genau. Und jetzt fragen sich alle, was ist denn mit dem ganzen Geld? Wenn wir nicht mal
ordentliche Zelte kriegen hier. Also die werden das nicht mehr einfach so sozusagen verheimlichen können oder einfach über diese Propaganda, ja, das sind alles große Lügen, nicht mehr hinkriegen können. Und in dem Sinne werden die Wahlen auch wird die Wahl für die Regierung auch sehr, werden sehr knapp werden, okay, ja, aber wie diese Regierung dann mit dem Ergebnis umgehen wird, darüber gibt es sehr viel Spekulationen, zumal die Anhängerinnen bewaffnet sind. Also darüber gibt es ja auch Informationen. Man fürchtet sich, man ist besorgt. Also sagen wir mal, so leicht wird er diese Macht nicht von sich geben. Deswegen bleibt es vor allem auch während des Wahltages und nach dem Wahltag sehr, sehr spannend, auch für uns, worüber wir in den folgenden Türkei aktuell Folgen weiter diskutieren werden. Düzgün, du hast schon einige Punkte angeführt und die Lage vor Ort ist nach wie vor sehr schwierig. Du hast von Trümmern zum Beispiel geredet. Ja, die Leute leben wirklich mitten, also diejenigen, die halt dort geblieben sind, beziehungsweise nirgendwo hingehen konnten, die leben mitten in diesen Trümmerhaufen immer noch. Also es ist schrecklich. Wenn es hier jetzt Leute gibt, die noch nie irgendwas mit Erdbeben oder Naturkatastrophen zum Beispiel zu tun gehabt haben, für die wird das total unvorstellbar sein, was das bei einem Menschen auslösen kann, emotional. Ich meine, für mich ist das zum Beispiel auch so, ich kann das nicht wirklich nachvollziehen, aber als ich diese Bilder zum Beispiel, gleich die ersten Bilder, die über die Social Media verbreitet worden sind zum Erdbeben gesehen habe, ich habe mir gedacht, mein Gott, das ist wie in Hollywood, es ist ein Albtraum, so ein Science-Fiction-Film, schrecklich, unvorstellbar, was die Leute eigentlich dort erlebt haben. Deswegen versuchen insbesondere die NGOs und Frauenorganisationen auch psychologische Unterstützung vor Ort zu leisten, für die Kinder, für die Frauen. Es sind Gynäkologinnen zum Beispiel unterwegs, für die Älteren. Es haben sehr viele Familien zum Beispiel mit Familienmitgliedern mit Behinderungen, also denen geht es ganz, ganz schlecht zum Beispiel. Oder ganz alte Menschen, pflegebedürftige Menschen, die liegen jetzt alle dort, entweder in irgendwelchen Zelten oder ich weiß nicht was. Bezüglich Versorgung während des Erdbebens sind meine Informationen zufolge um die 400 Personen, also Gesundheitspersonal ist ums Leben gekommen. Das bedeutet, es ist ein Wahnsinn, ja. Es fehlt ihnen auch das Gesundheitspersonal im Moment vor Ort. Wenn wir so argumentieren, gibt es auch immer wieder die Meinung, ja, und das ist eine Riesenregion und das ist eine Wahnsinnskatastrophe und wie soll es diese Regierung damit aufnehmen? Und die sagen das so als eine Entschuldigung. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich schon wieder nicht nachvollziehen kann, wenn es zum Beispiel heißt, die ersten 3 Tage war der Staat einfach nicht vor Ort. Das ist ein miserables, ein verfehltes Krisenmanagement, ja. Vor allem, wenn man dann auch die zusammenhängenden Informationen kriegt, dass der Staat proaktiv, also diese Regierung proaktiv die Hilfe behindert und verhindert hat. Also offensichtlicher, offenkundiger kann man das, glaube ich, wohl nicht auf den Punkt bringen. Und wie ernst es dieser Regierung um die Situation der Menschen, der Betroffenen vor Ort geht, sehen wir aktuell, dass die total in ihren Machtkämpfen und in ihrem Wahlkampf versunken sind und dass die in erster Linie sich Sorgen darüber machen und deswegen auch jeden Einsatz, also legalen und illegalen Einsatz dahingehend stecken, dass sie einen Machtverlust Angst haben eben. Schrecklich. Um es jetzt abzuschließen für heute, möchte ich dich gerne fragen, was jetzt als nächstes geplant ist. Also weil das Erdbeben, okay, aber die Folgen und Auswirkungen, vor allem die Betroffenen, das wird sie nicht nur Wochen, Monate, wahrscheinlich auch Jahre, also auch aus der gesundheitlichen und psychogesundheitlichen Ebene betreffen. Es gehen zum Beispiel Millionen Kinder, können nicht in die Schule gehen, das heißt, die sind von der Bildung jetzt total fern. Aber was können wir tun oder was sind eure Vorhaben als DIDIF noch einmal für die Betroffenen im Land? Was sind die Pläne? Es gibt eine Erdbeben-Koordinationsgruppe zum Beispiel. Ja, genau. Also wir haben jetzt nicht nur als Deutschland DIDIF, sondern auch europaweit so eine Koordinationsgruppe gegründet.
und mittlerweile sind Gruppen, also so Delegationen auch aus Niederlande, Großbritannien eingefahren. Also wir versuchen einmal die finanzielle Seite zu stärken. Das heißt, die brauchen wirklich da, beispielsweise um die türkische Ärztevereinigung mit denen oder Nassanat oder andere, die brauchen jetzt mehr so finanzielle Hilfe, damit die selber aktiv werden können. Ja? Es gibt zum Beispiel so Ideen wie, wie heißt so, transportfähige Apotheken, ja, oder mobile Apotheken, mobile Gesundheitsstationen und so weiter. Oder auch ganz auch so was Nahrung und Wasser angeht, ja, Bäckereien und so. Also wir versuchen dort zu helfen, was vielleicht auch ein Stück weit, muss man sagen, langfristigere Sachen zu unterstützen. Wobei jetzt natürlich nicht vergessen werden darf, dass die Menschen auch jeden Tag ganz dringende Bedürfnisse haben. Natürlich versuchen diese Hilfe zu leisten. Also insofern geht unsere Kampagne weiter. Und es ist auch natürlich wichtig, dass dieser Druck, dieser politische Druck sehr wichtig ist. Also die Regierung hat die Verantwortung, kann sich von dieser Verantwortung nicht entziehen, dieses Problem zu lösen, da alle Energie zu investieren. Da wir können nicht sagen, also so von, wenn man jetzt von der Lage ausgeht und sagt, ja, wir haben von denen nichts zu erwarten, aber andererseits müssen wir das immer nach fordern. Das haben wir auch überall in Malatya, Antep, Iskenderun und überall auch so gehört. Die Menschen haben gesagt, ja, die machen das nicht, aber wir werden es fordern. Die müssen es machen. Dieser Staat muss hier Hilfe leisten. Also, unsere finanzielle Dings geht noch weiter und wir sind in Kontakt mit den Organisationen, Gruppen dort, mit den nichtstaatlichen Organisationen. Demnächst wird wieder eine Gruppe von uns dahin fahren, um auch das, was wir eingesammelt haben, zu überbringen und nochmal mit den Kollegen dort zu sprechen, was kann man am besten, am effektivsten, wie kann man da helfen. Und außerdem sind wir mit den örtlichen, das heißt mit den deutschen Institutionen und Gruppen auch in Kontakt, versuchen dort auch parallel so eine Unterstützung auch dort langfristig zu organisieren. Und ich denke, das ist auch nötig. Ne? Wir können jetzt nicht sagen, 2 Monate sind vorbei. Eingangs hast du ja gesagt, mittlerweile wird da sehr, sehr wenig berichtet. Aber die Probleme sind da nicht weniger geworden. Und ich denke, vielleicht nach einem Monat oder so, können wir ja nochmal drüber sprechen, wie weit das ist. Aber wir werden dranbleiben und werden versuchen, auch das Ganze auch etwas breiter zu organisieren mit anderen Verbänden und Organisationen. Also die Informationen darüber kann man über die Social-Media-Accounts von DİDİF, über die verschiedenen Social-Media-Accounts sowie die Medien, Zeitungen von DİDİF auch weiterverfolgen. Wir haben ja Türkei aktuell, Europa aktuell, das haben wir ja auch. Also es gibt ja verschiedene Online-Sendungen von uns, wo wir auch regelmäßig darüber zu berichten bemüht sein werden. Man darf, glaube ich, auch auf den Tierschutz nicht vergessen, weil es sind ja auch, also den Tieren geht es wahrscheinlich ganz, ganz schlecht, ja. Den Straßentieren auch. Und wenn wir jetzt uns denken, okay, das sind die Trümmer und unter den Trümmern liegen eigentlich höchstwahrscheinlich noch, Menschenkörper und vor allem die Tiere werden das riechen und aufsuchen. Das ist ja alles noch einmal Seuchengefahr für alle Betroffenen, auch für die Tiere und für die Menschen. Es gibt sehr viel zu tun für die Menschen in der Region. Und wenn man das noch einmal in Verbindung dessen sieht, dass der nächste riesengroße Erdbeben in Istanbul laut Expertinnen immer näher rückt, ja, und dass hier auch die Folgen und Konsequenzen globale Effekte haben wird und Auswirkungen haben wird, sollte eben noch einmal irgendwie so wachrütteln, dass das Sachen sind, die uns am Ende des Tages auf diese oder andere Weise direkt oder indirekt betreffen werden. Spätestens dann, wenn das in Istanbul soweit ist,
wird es uns alle betreffen. Wenn wir schauen, wie die Regierung dort agiert, dann muss man sich auch denken, oh, wir müssen, glaube ich, schon vorplanen und sich überlegen, welchen Beitrag können wir leisten, wenn es darum geht, zum Beispiel Wissenstransfers, Management, Kooperation, präventiv Überlegungen, Projekte und Maßnahmen zu treffen, also auf internationaler, bilateraler Ebene. Da sind dann vor allem eben so Organisationen wie die total wichtig, hier als Ansprech- und Anlaufstellen für Kooperationsbemühungen vielleicht zu suchen. Es ist halt sehr viel offen, es ist ein sehr kompliziertes Phänomen. Wir haben jetzt versucht, innerhalb 40 Minuten das Thema noch einmal anzuschneiden und du hast gesagt, ja, vielleicht sollten wir nach einem Monat, wenn diese ganze Wahlkampfhektik vorbei ist, und dann hängt das natürlich dann davon auch ab, was für eine Atmosphäre uns dann dort oder vor allem die Menschen vor Ort erwarten wird, werden wir dann auch in diesem Kontext über das Thema weiter diskutieren und sprechen. Düzgün, möchtest du noch etwas sagen? Wenn nicht, möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für heute. Ja, ich kann nur sagen an die Kollegen oder Menschen, die jetzt sehen oder das in den nächsten Tagen sehen werden, dass die Solidarität immer noch nötig ist und dass wir da weitermachen müssen. Diesen Aufruf kann ich nur machen. Und ich denke, ja, nach dem 14. oder sagen wir mal 15. Mai, wenn die AKP-Regierung weg ist, obwohl man sagen muss, die kommende Regierung darf man nicht unkritisch begleiten, aber auch dann werden unsere Forderungen, unsere Arbeit wird weitergehen müssen. Danke dir. Ein Appell ist hier, dass man mit den Organisationen, die die Region und die Organisationen vor Ort sehr gut kennen, dass man mit diesen Organisationen, eben DIDIF oder auch andere, die man halt in der europäischen Diaspora, sage ich mal, hat, in Kontakt tritt und hier zusammenarbeitet. Weil wir wissen ja, einfach die Gelder zum Beispiel an türkischen Halbmond zu schicken oder an den Staat zu schicken, wo diese Gelder am Ende des Tages gelandet sind. Darüber haben wir in den letzten Türkei-Aktuell-Folgen auch geredet. Also wenn wir möchten, dass die Hilfe- und Rettungsaktion gezielt an die Betroffenen kommen, muss man sich auch immer genau überlegen, strategisch, mit welchen Akteurinnen man zusammenarbeitet, beziehungsweise wo man die Spenden oder Hilfsgüter oder Hilfsgelder kanalisiert, adressiert. Vielen lieben Dank, Düzgün. Schönen Abend. Schönen Abend unseren Zuschauerinnen, Zuhörerinnen und wir freuen uns auf eine neue Türkei-Aktuell-Folge. Der 14. Mai rückt immer näher. Das heißt, die nächsten Wochen werden wir uns dann intensiv mit den Türkei-politischen Entwicklungen im globalpolitischen Zusammenhang näher und detaillierter beschäftigen. Herzlichen Dank, schönen Abend, bis zum nächsten Mal.